In diesem Video möchte ich euch eine kleine Übersicht geben über meine verschiedenen Filzwerkzeuge, weil ich immer wieder Fragen dazu bekomme, welche Filznadelhalter sinnvoll sind anzuschaffen und welche nicht. Und genau deswegen will ich euch heute hier einmal einen kleinen Überblick geben. Grundsätzlich ist es so, wenn ihr eure erste Puppe macht oder euch zum ersten Mal an das Filzen eines Puppengesichts wagt, dann würde ich euch erstmal empfehlen, gar keinen Filznadelhalter anzuschaffen, weil man braucht den nicht. Man arbeitet damit einfach nur effektiver. Das heißt, alles, was ihr damit machen könnt, könnt ihr auch mit einzelnen Filznadeln erreichen, indem ihr die einfach so zwischen Daumen und Zeigefinger nehmt. Und um ein bisschen effektiver zu filzen, könnt ihr auch mehrere Nadeln nebeneinander in die Hand nehmen. Und dazu drehe ich mir immer diese Haken hier oben in eine Richtung und nehme die dann zwischen Daumen und Mittelfinger und sichere die hier oben mit dem Zeigefinger. Und dann kann man so auch wunderbar größere Flächen filzen und filzt dann ein bisschen schneller, als wenn man das mit einer einzelnen Nadel macht. Dann gibt es diese einzelnen Filznadelhalter, die kriegt man auch manchmal mit dazu, wenn man größere Mengen an Filznadeln bestellt. Die machen eigentlich nur Sinn aus meiner Sicht, wenn ihr motorisch Probleme mit der Hand habt, das Ende der Filznadel mit Daumen und Zeigefinger zu greifen. Ansonsten braucht man die eigentlich nicht. Dann habe ich diesen hier. Das ist ein Filznadelhalter, wo ich glaube 2, 4, 6, 8 Filznadeln drin sind, also relativ viele. Und ich habe hier immer mittlere Filznadeln drin. Und das ist immer der erste, den ich in die Hand nehme, wenn ich größere Flächen filzen will. Zum Beispiel einen Kopf oder einen Körper. Ich zeige euch mal, das hier ist zum Beispiel ein Rumpf, an dem ich gerade arbeite. Wenn ich hier die ersten Flocken drum gewickelt habe, dann verwende ich diesen hier, um die schön fest zu bekommen. Das geht damit einfach deutlich schneller, als wenn ich das mit einzelnen Filznadeln mache. Deswegen sind das auch gröbere Filznadeln, weil der eben für den ersten Arbeitsgang ist. Die ganz groben sind nicht so gut geeignet, weil man da wirklich nur reinkommt, wenn die Wolle noch ganz weich ist. Sobald die ein bisschen fester schon gefilzt ist, kommt man mit den groben Filznadeln, wenn die so eng stehen, nicht mehr richtig gut in die Wolle rein. Deswegen mache ich die mittleren rein, mache am Anfang dann eine Runde erstmal mit der groben Filznadel, um das so ein bisschen zu fixieren und filze damit dann die ersten Schichten fest. Genau, und wenn die Grundform stimmt, also vorgefilzt ist, dann verwende ich diesen hier und den verwende ich hauptsächlich zum Glätten. Das ist ein Filznadelhalter, wo die Filznadeln ganz eng stehen und deswegen kann man hier eigentlich nur feine Filznadeln für verwenden, weil man mit den mittleren oder den groben auch gar nicht in die Wolle mehr reinkommt, wenn die schon ein bisschen gefestigt ist. Und der eignet sich einfach super, um Flächen zu glätten. Das heißt, hier seht ihr jetzt, ist es auch noch ganz rau, die Oberfläche. Und hier würde ich jetzt mit dem Filznadelhalter quasi als letzten Schritt nochmal richtig schön über die gesamte Fläche gehen, um die Oberfläche ganz glatt zu bekommen. Ich verlinke euch die natürlich alle unter dem Video. Und bei dem hier ist es so, dass wenn man den neu kauft, dann hat man hier so einen Plastikschutz drum. Den habe ich aber abgemacht. Der soll verhindern, dass die Nadeln abbrechen und ich empfinde den aber als störend. Also den kann man einfach abnehmen, wenn er das stört. Aber normalerweise ist der immer mit dran. Der geht dann immer mit rauf und runter, wenn man filzt. Genau, und zu guter Letzt habe ich dann noch diesen hier und hier habe ich auch grobe Nadeln drin. Manchmal mache ich auch mittlere oder feine rein. Und der ist, wie man sich denken kann, zum punktuellen Arbeiten. Da passen 3 Nadeln rein und den verwende ich eigentlich ausschließlich für Babygesichter. So wie dieses hier, da ist jetzt schon Stoff drüber, aber ihr seht, dass hier so richtige Rillen drin sind und die kann man damit halt sehr, sehr schön rausarbeiten. Für normale Puppengesichter brauche ich den tatsächlich so gut wie gar nicht. Da mache ich alles mit einzelnen Nadeln. Aber hier, wo wo es einfach sehr, sehr viele Einkerbungen geht und das sehr ausdrucksstark dann werden soll, finde ich den hier sehr praktisch. Aber wenn ihr jetzt gerade anfangt mit dem Puppenmachen, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall einer, auf den ihr gut verzichten könnt. Ja, das war's dann auch schon. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir gerne. Vielleicht noch zu den Filznadeln. Ich kriege ganz oft Nachrichten und werde gefragt, wo ich die farbigen Filznadeln her habe. Und die gibt es tatsächlich. Ich habe damals ein Riesenpaket gekauft mit einigen 100 Stück. Das gibt es so als Angebot leider nicht mehr. Es gibt aktuell welche auf Amazon. Das sind so, weiß nicht, so ein kleines 20er-Pack, glaube ich. Das verlinke ich euch auch. Es kann aber natürlich sein, dass das irgendwann nicht mehr aktuell ist, weil das Angebot da auch immer wechselt. Also ich habe da keinen festen Shop, wo ich diese farbigen Filznadeln herbekomme. Leider. Wenn sich das ändern sollte, dann verlinke ich euch das nachträglich nochmal. Ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, schreibt mir gerne, wenn ihr noch eine Frage habt. Und ansonsten freue ich mich über ein Like oder abonniert meinen Kanal. Ich poste immer wieder Videos rund ums Puppenmachen, auch Schnittmuster, kostenlose für Puppenkleidung und Tutorials dazu. Genau, und vielleicht sehen wir uns dann ja beim nächsten Tutorial.